Auf den sonnenverbrannten Graslandschaften ist das Leben ein unerbittlicher Kampf zwischen dem Jagdinstinkt und dem Überlebenswillen. Wenn die Wanderungszeit beginnt, ruhen die Raubtiere niemals und die Beute wagt es nicht nachzulassen. Wilde Savannen. Überleben inmitten der tödlichsten Fallen der Natur. Die Graslandschaften der Serengeti verändern sich. Die Frühsommersonne brennt unerbittlich, versenkt die ausgedorrte Erde und lässt die letzten Wasserstellen schrumpfen. Unter der Sonne, irgendwo zwischen dem vergilbten Gras, beginnt Staub mit den Schritten von Millionen von Lebewesen aufzuwirbeln. Von Mai bis Juli ziehen sich die Regenfälle allmählich aus den südlichen Ebenen der Serengeti zurück. Der Boden verhärtet sich, das Gras verdorrt und die letzten Wasserstellen beginnen unter der sengenden Sonne zu verdunsten. Zu dieser Zeit findet auch eines der spektakulärsten Naturphänomene statt: die große Migration. Fast 2 Millionen Pflanzenfresser machen sich auf den Weg, angeführt von Gnus, gefolgt von Zebras, Thomson-Gazellen und Grant-Gazellen. Die endlose Wanderung sieht aus wie ein lebender Fluss, der über die Ebenen fließt und Dornenbüsche, Hügel und ausgetrocknete Flüsse überquert. Sie überqueren nicht nur die Natur, sondern auch das Territorium der Raubtiere. Im Schatten eines Baumes hebt ein alter Löwe den Kopf und blinzelt in den dichten Staub am Horizont. Aus der Ferne hallen Hufschläge wie Donner. Der Boden beginnt zu beben. Nicht nur eine Art, sondern Herden von Gnus, Zebras und tausende anderer Beutetiere strömen herein. In nur wenigen Tagen verwandelt sich das ruhige Land, das von den Löwen bewohnt wird, in einen lebhaften Knotenpunkt, an dem Beutetiere jeden Busch und jede Pfütze passieren. Eine lebhafte Flut strömte in das Gebiet und brachte Geräusche, Bewegung und Chancen mit sich. Es war die Zeit des Wohlstands. Inmitten des hohen gelben Grases halten einige Löwinnen den Atem an und klammern sich an den Rand eines niedrigen Hügels. Sie bewegen sich nicht hastig und knurren auch nicht, nur ihre kalten Augen verfolgen jede Bewegung vor ihnen.
Nicht weit entfernt grast eine Gruppe Zebras gemächlich. Ihre schwarz-weißen Streifen glänzen im Sonnenlicht wie eine beschönigte Tarnung vor der sonnenverbrannten Ebene. Sie sind heute Morgen in diese Gegend angekommen, noch müde von der langen Reise, und lassen sich vorgehend durch das Gefühl der Sicherheit täuschen, das das grüne Gras vermittelt. Ein männliches Zebra hebt den Kopf, schüttelt seine Mähne und frisst dann weiter, ohne zu bemerken, dass goldene Augen aus dem Gebüsch auf ihn gerichtet sind. Die Zebraherde gräst weiter, ihre schwarz-weißen Muster verschmelzen wie ein bewegtes Gemälde. Sie wissen nicht, dass sich im hohen Gras vor ihnen 3 erfahrene Raubtiere verstecken. Das Geräusch von Hufen, Gerülle und Daust verschwindet innerhalb weniger Minuten. Die Löwen beginnen ihre Beute zu zerreißen. Ihre scharfen Zähne versinken im Fleisch. Es ist eine ruhige Mahlzeit, aber nicht weniger brutal. In der Ferne ist die Zebraherde geflohen. Aber sie wird zurückkehren und die Raubtiere werden warten. Die Stille nach der Jagd ist eine Zeit, in der man die wahre Natur des Tieres, das als König der Savanne bekannt ist, deutlicher erkennen kann. Im Gegensatz zu den meisten anderen Großkatzen, die alleine leben, sind Löwen die einzige Art mit einer ausgeprägten sozialen Struktur. Jede Gruppe besteht in der Regel von 5 bis mehr als 20 Individuen, von denen die meisten miteinander verwandte Löwinnen und ein oder mehrere dominante Männchen sind. Löwinnen sind das Herzstück der Gruppe. Sie leiten die meisten Jagden, ziehen die Jungen auf und verteidigen das Revier über Generationen hinweg. Es ist ihre Fähigkeit, in Gruppen zu jagen, wie bei dem jüngsten Hinterhalt zu sehen, die sie zu einem der erfolgreichsten Raubtiere in dieser Region gemacht hat. Männliche Löwen hingegen übernehmen eine Schutzfunktion. Sie bewachen die Grenzen des Territoriums gegen andere männliche Rudel und verteidigen die Herde gegen Bedrohungen wie Hyänen oder Wildhunde. Kämpfe zwischen Männchen können heftig sein und oft zum Tod führen, da der Sieger nicht nur das Territorium beansprucht, sondern auch das Recht, sich mit allen Weibchen des Rudels zu paaren.
Nahrung, Territorium und Macht werden durch eine strenge soziale Ordnung und ungeschriebene Regeln aufrechterhalten. In diesem System ist Geduld, Koordination und Jagderfahrung überlebenswichtig. Sie sind nicht immer erfolgreich, aber wenn die Natur ihnen Beute direkt vor die Tür bringt, wie während dieser Migrationssaison, werden die über Generationen hinweg gesammelten Fähigkeiten maximal genutzt. Ein einziger Moment der Ablenkung von der Beute und das Festmahl beginnt. Sobald die Löwen satt sind und sich zum Ausruhen in den Schatten zurückziehen, wechselt die Savanne in einen anderen Rhythmus. Aus der Ferne ertönen seltsame Geräusche, ein schrilles, unzusammenhängendes Lachen. Die Hyänen tauchen auf. Sie haben keine Eile, aber sie sind äußerst wachsam. Ihre Augen suchen den Bereich ab, in dem die Jagd stattgefunden hat. Sie müssen nicht jagen, sie müssen keinen Hinterhalt legen. Die Hyänen kommen spät, aber manchmal sind sie diejenigen, die am meisten profitieren. Tüpfelhyänen werden oft als Aasfresser missverstanden. Aber tatsächlich gehören sie zu den intelligentesten und effizientesten Raubtieren der afrikanischen Savanne. Entgegen ihrem ungeschickten Aussehen und ihrem seltsamen Lachen haben Tüpfelhyänen die stärksten Kiefer aller Säugetiere und können große Bäume zermalmen. Ihr tiefliegender Bauaufbau und ihre längeren Vorderleiben geben ihnen Ausdauer für lange Verfolgungsjagden. Ein unerwarteter Vorteil. Hyänen haben eine komplexe und einzigartige Sozialstruktur. Sie leben in matriarchalischen Rudeln. Die Weibchen sind größer, dominant und die Hauptfortpflanzerinnen. Jedes Rudel kann über 80 Mitglieder haben und unterliegt einer strengen Hierarchie. Sie sind nicht nur geschickte Jäger, sondern auch Meister des Wartens. Wenn Löwenrudel weitergezogen sind, wenn Wildhunde ihre Beute aufgegeben haben oder wenn ein verletztes Tier während der Wanderung zurückgelassen wurde, kommen die Hyänen, geduldig, weise und immer darauf bedacht, das Beste aus jedem Rest zu machen, den die Natur zurücklässt. In der Welt der Raubtiere sind Hyänen Meister der Geduld. Aber in ihren Augen, wie auch in denen aller anderen Fleischfresser der Savanne, gibt es keinen verlockenderen Anblick als eine Herde Gnus auf der Wanderung. Der Boden beginnt zu beben. Das vertraute Geräusch von Hufen, die auf die Erde stampfen, hallt wider und breitet sich wie Wellen durch den Staub aus. Die Gnus sind angekommen. Sie sind die Hauptkraft der großen Migration.
Hunderttausende von Tieren, die Köpfe gesenkt, die Körper stark und beweglich, bewegen sich nach uralten Instinkten. Und auf dieser endlosen Reise trägt jedes einzelne Tier das Geschenk des Lebens und das Risiko, dass es gefressen wird, in sich. Gnus sind eine der markantesten Pflanzenfresser der ostafrikanischen Savanne. Ihr Körper sieht seltsam aus. Der vordere Teil ähnelt einer Kuh mit einem großen Kopf und nach hinten gebogenen Hörnern, während der Körper schlank wie eine Antilope ist. Eine asymmetrische Kombination, aber perfekt zum Überleben. Ein erwachsenes Tier wiegt durchschnittlich zwischen 180 und 250 Kilogramm. Obwohl sie nicht so schnell sind wie Thomson-Gazellen, verfügen sie über überlegene Ausdauer und können während der Wanderung jeden Tag Dutzende von Kilometern zurücklegen, ohne zu ermüden. Sie leben in großen Herden mit bis zu Tausenden von Individuen und ziehen immer mit anderen Tierarten zusammen, wie Zebras und Grant-Gazellen, was ihre Fähigkeit erhöht, Raubtiere zu erkennen und ihnen auszuweichen. Jedes Jahr, während der Regen- und Trockenzeit, unternehmen sie eine massive Wanderung durch die Serengeti und Masai Mara. Kein einzelnes Tier führt die Herde an. Es ist einfach das Instinkt, das sie zu Wasser und frischem Gras führt. Die Anwesenheit von Gnus prägt nicht nur die Landschaft, sondern reguliert auch die gesamte Nahrungskette. Wo immer sie sind, folgen ihnen Löwen, Hyänen, Wildhunde und Geier. In freier Wildbahn sind sie nicht nur Überlebenskünstler, sondern auch die Kraft, die das Herzschlagen des Ökosystems im Gleichgewicht hält. Inmitten der wogenden Herde von Gnus, die nach Norden zieht, schlängeln sich kleinere, wendigere Gestalten durch die Menge. Das sind Thomson-Gazellen. Sie sind nicht so kräftig wie ihre großen Artgenossen und haben auch keine mächtigen Hörner oder imposanten Körper. Aber gerade ihre Bescheidenheit macht sie zu einem unersetzlichen Teil dieser großen Migrationssymphonie. Thomson-Gazellen sind klein, aber wendig. Sie symbolisieren Schnelligkeit und Wachsamkeit auf den Graslandschaften. Mit einer Größe von nur etwa 60 bis 90 Zentimetern und einem Gewicht von weniger als 30 Kilogramm gehören sie zu den kleinsten Pflanzenfressern, die an der Wanderung teilnehmen, aber auch zu den widerstandsfähigsten Überlebenden. Sie haben ein hellbraunes Fell, einen weißen Bauch und einen markanten schwarzen Streifen, der sich entlang beider Seiten ihres Körpers zieht. Sowohl Männchen als auch Weibchen haben schlanke, leicht gebogene Hörner. Trotz ihrer kleinen Statur verfügen Thomson-Gazellen über extrem starke Beine und blitzschnelle Reflexe und können Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichen.
Oft folgen sie größeren Herden Gnus, um deren Schutz und die Fähigkeit, Gefahren von Ferne zu erkennen, zu nutzen. Aber wenn eine Bedrohung auftaucht, reagieren sie auf eine ganz besondere Weise. Sie laufen in Zickzack und ändern ständig die Richtung, sodass es für Raubtiere schwierig ist, den genauen Weg zu bestimmen, dem sie folgen müssen. Bemerkenswert ist, dass sie während der Flucht ein gängiges Manöver ausführen, das als Stotting bezeichnet wird. Dabei ducken sie und springen nach oben. Das hilft ihnen nicht nur schneller zu werden, sondern signalisiert den Raubtieren auch: Ich bin stark und schnell. Verschwende deine Zeit nicht damit, mich zu jagen. Es sind diese Agilität, Intelligenz und hohe Anpassungsfähigkeit, die den Thomson-Gazellen es ermöglicht haben, trotz ihrer Beliebtheit bei Wildhunden, Geparden und Hyänen Millionen Jahre der Evolution zu überleben. Während die Thomson-Gazellen wie Blitze vom Boden abheben und eine Staubwolke und das Geräusch ihrer Hufe hinterlassen, taucht am Rand der Graslandschaft leise eine weitere Bedrohung auf. Der afrikanische Wildhund. Im Gegensatz zu Löwen pirschen sie sich nicht an ihre Beute heran. Im Gegensatz zu Hyänen lachen sie nicht laut. Sie geben keinen Laut von sich, nur ihre kalten, durchdringenden Augen und ihre schnellen, entschlossenen Schritte verraten sie. Mit ihrem langen Schnauzen, schlankem Körper und ihrem charakteristischen fleckigen Fell, das den zufälligen Mustern der Natur ähnelt, verstecken sie sich nicht. Denn die Waffe dieses Raubtiers liegt nicht in der Hinterhaltstaktik, sondern in seiner Geschwindigkeit, ihrer Strategie und ihrer unvorstellbaren Koordination innerhalb des Rudels. Afrikanische Wildhunde, auch bekannt als afrikanische Schakale, gehören zu den effizientesten Raubtieren der Welt. Ihre Erfolgsquote bei jeder Jagd kann bis zu 80% erreichen und übertrifft damit sogar die von Löwen und Geparden. Das Geheimnis liegt nicht in der individuellen Stärke, sondern in der kollektiven Strategie. Jedes Rudel besteht in der Regel 6 bis über 20 Individuen, die nahtlos wie eine gut ausgebildete Militäreinheit zusammenarbeiten. Wenn sie Beute entdecken, greifen sie nicht sofort an, sondern umzingeln, manövrieren und teilen die Herde auf. Die Leitwölfe übernehmen in der Regel die Führung, während andere die Fluchtwege blockieren oder Rückendeckung geben. Wenn die Beute die Richtung ändert, lauern sie nicht oder verstecken sich nicht im Gebüsch. Sondern rennen unermüdlich und unerbittnis weiter. Wildhunde können ihre Beute über 5 Kilometer lang verfolgen. Und dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 bis 60 Kilometern pro Stunde halten, bis die Beute erschöpft ist. An diesem Punkt ist kein entscheidender Sprung mehr nötig. Es folgt lediglich eine schnelle, saubere und gnadenlose Aufteilung der Beute.
Die Sonne ist gerade aufgegangen und noch bedeckt Nebeltau das blassjelle Gras. Eine Herde Gnus bewegt sich lautlos auf eine Wasserstelle zu. Ihre Hufe trampeln auf dem weichen Boden, der noch feucht vom Nachttau ist. Die Wildhunde haben ihre Beute vor einer Stunde entdeckt. Sie haben es nicht eilig. Sie folgen ihr nur aus der Ferne, wie Schattengestalten. Ihre Augen suchen ständig den Horizont ab, ihre Nasen schnüffeln im Wind. Eine erwachsene Antilope hat sich von der Herde abgesetzt und ist aus dem Takt geraten. Sie haben ihr Ziel ausgewählt. In der Ferne waren die übrigen Antilopen entkommen, aber sie schauten nicht zurück. Auf der Grassteppe hält das Leben nicht inne, um zu trauern. Es läuft weiter und wählt weiterhin diejenigen aus, die schnell und stark genug sind, um zu überleben. Und hinter ihnen ist das Rudel Wildhunde bereit für die nächste Jagd. In dieser rauen Welt bleibt der Hunger nie lange und Chancen kommen nicht zweimal. In der Symphonie der großen Migration ist keine Spezies allein. Löwen dominieren mit Stärke und Hinterhaltstaktiken. Hyänen nutzen Chancen mit Intelligenz, Ausdauer und ihrer Überlegenheit. Afrikanische Wildhunde jagen mit Schnelligkeit, Teamwork und eiserner Disziplin. Jede Spezies überlebt durch Konfrontation, Konkurrenz und manchmal auch Diebstahl. Aber alle tragen dazu bei, das fragile Gleichgewicht des Ökosystems aufrechtzuerhalten. In dieser Savanne gibt es keine ewigen Gewinner oder Verlierer. Es gibt nur eine universelle Regel: Die Stärksten überleben. Der tödliche Kampf um die Vorherrschaft in der wilden Welt.
Es gibt keine Regeln. Die Kämpfe werden still ausgetragen. Dort sind Hörner Waffen aus Fleisch und Blut, Kronen für die Starken und Urteil für die Schwachen. Das Geheimnis der Hörner. Der tödliche Kampf um die Vorherrschaft. Auf allen Kontinenten entfaltet die Natur spektakuläre Landschaften, von den sonnenverwöhnten Savannen Afrikas bis zu den eisigen Wäldern der Arktis, von schroffen Bergen bis zu weiten Ebenen. Jedes Ökosystem ist eine Welt für sich, in der Arten in komplexen und manchmal konfliktreichen Beziehungen nebeneinander existieren. In den endlosen Graslandschaften der Serengeti, wo die Erde unter der Sonne rissig wird und der Wind roten Staub aufwirbelt, ist eines der auffälligsten Tiere das Gnu Conochaetes taurinus. Mit seinem muskulösen Körper, dem großen Kopf und den halbmondförmig gebogenen Hörnern steht es für Kraft und Ausdauer in einer unerbittlichen Umgebung. Das Gnu gehört zur Familie der Boviden. Es kann bis zu 250 Kilogramm wiegen und eine Schulterhöhe von 1,5 Metern erreichen. Sein graubraunes Fell und die schwarze, borstige Mähne am Hals verleihen ihm ein mächtiges Aussehen. Sowohl Männchen als auch Weibchen haben Hörner, aber die der Männchen sind dicker und gebogener. Echte Kampfwaffen im Kampf um Paarung und Territorium. Sie leben in großen Herden, manchmal mit Tausenden von Individuen und wandern jedes Jahr Hunderte von Kilometern auf der Suche nach Gras und Wasser. Dieses harte Leben hat ihnen schnelle Reflexe und große Ausdauer verliehen. Mit scharfem Seh- und Gehörsinn sind Gnus immer auf der Hut vor Raubtieren. Aber die größte Bedrohung kann von ihrer eigenen Art ausgehen. Während der Paarungszeit liefern sich die Männchen heftige Duelle. Alles beginnt mit Kopfbewegungen, Kratzern auf dem Boden und Schnauben, bis sie sich plötzlich mit voller Wucht aufeinander stürzen. Das Geräusch der aufeinanderprallenden Hörner hallt wie eine Kriegstrommel, die aus den Tiefen der Erde über die Savanne dringt. Obwohl diese Kämpfe die Hierarchie innerhalb der Herde bestimmen, bewahren sie sich nicht vor der gnadenlosen natürlichen Ordnung. Außerhalb dieser internen Arenen lauert die wahre Gefahr im Schatten, die tödlichsten, gerissensten und präzisesten Raubtiere.
Und es gibt keinen effektiveren Jäger als eine Gruppe von Geparden, die wie eine Eliteeinheit agieren. Die Sonne scheint durch das hohe Gras, in dem die Gnus friedlich grasen. Nicht weit entfernt schleicht eine Gruppe von Geparden wie lautlose Schatten über den Boden. In der Natur überlebt nicht immer der Größte oder Stärkste, sondern derjenige, der zu warten, sich zu koordinieren und im richtigen Moment zuzuschlagen weiß. Zwischen rissigen Böden und vereinzelten Büschen in Subsahara-Afrika bewegt sich eine Herde Kaffernbüffel, Syncerus kaffer, wie rollende Felsblöcke voran. Mit ihren imposanten Körpern und den in der Mitte der Stirn zusammengewachsenen Hörnern gehören sie zu den gefährlichsten und unberechenbarsten Tieren des Kontinents. Kaffernbüffel können fast 1 Tonne wiegen, bis zu 1,70 Meter hoch und über 3 Meter lang werden. Ihre Hörner sind ein Meisterwerk der Biologie. Die Basis ist dick und fest miteinander verbunden und bildet eine Panzerung, die als Boss bezeichnet wird und Schlägen standhält, die so stark sind wie Hammerschläge. Als Herdentiere sind Kaffernbüffel ihrer Herde gegenüber äußerst loyal. Wenn sie nicht gerade Löwen oder Krokodilen gegenüberstehen, müssen sie interne Konflikte lösen, insbesondere während der Paarungszeit. Die Männchen liefern sich Kämpfe, um die Hierarchie innerhalb der Gruppe zu festigen. Auf dem trockenen Boden rammen sich 2 ausgewachsene Kaffernbüffel wie Lastwagen ohne Bremsen. Keine Warnungen, kein Anschleichen, nur Kraft, Stahl und Instinkt. Sie prallen in einer Kollision aufeinander, die Staubwolken aufwirbelt. Schließlich weicht einer von ihnen zurück.
Nicht aus Schwäche, sondern weil er den Kampf der körperlichen Ausdauer verloren hat. Er zieht sich still aus dem Kampf zurück und lässt den Sieger seinen Kopf unter der sengenden Sonne erheben. Der Kaffernbüffel hat weder Klauen noch außergewöhnliche Schnelligkeit. Er dominiert durch sein Gewicht, seine Hartnäckigkeit und seine mauerartigen Hörner. Waffen, die jeden Feind einschüchtern können. Um die Herde herum funktioniert ein mehrschichtiges Ökosystem, präzise unter der blendenden Sonne und auf dem rissigen Boden. In der Nähe bewegt sich eine Herde Impalas, behutsam, die Ohren gespitzt, aufmerksam auf jedes verdächtige Geräusch. In der Ferne grasen Zebras ruhig, ihre gestreiften Körper heben sich vom gelben Gras ab. Sie halten sich meist in der Nähe großer Herden wie Büffeln auf und umkreisen diese wie Satelliten einen Hauptplaneten. Denn Büffel sind nicht nur stark, sondern auch reaktionsschnell auf Gefahren. Und hinter den Büschen ruht sich eine Gruppe von Löwinnen aus. Ihre goldenen Augen verfolgen mit geduldiger Gier die Bewegungen der Herde. Sie wissen, dass es riskant ist, ein ausgewachsenes Tier anzugreifen, aber ein zurückgebliebenes Kalb oder ein schwaches Tier kann die ganze Herde ernähren. Keine Spezies überlebt allein in der Savanne. In der Härte der Natur erfüllt jedes Lebewesen eine Funktion. Und genau diese stille Verbindung macht den majestätischen Rhythmus des Wildlebens aus, in dem der Kaffernbüffel nur eines der mächtigsten Glieder. In den weiten, windgepeitschten Ebenen Nordamerikas, wo das Gras wie sanfte Wellen schwankt, das Bild von Herden von Bison, die wie eine schwarze Flut über das Land ziehen, ist zu einem lebendigen Symbol der Wildnis geworden. Mit kolossalen Körpern, die über 900 Kilogramm wiegen und einem dichten Fell, das sie vor dem harten Winter schützt. Der Bison ist das größte Pflanzenfressertier Nordamerikas. Sein großer Kopf ist mit dichtem Fell bedeckt wie eine Rüstung und wird von kurzen, aber dicken Hörnern gekrönt, die leicht nach vorne gebogen sind. Kleine, aber unglaublich wirksame Waffen, wenn es ums Kämpfen geht. Bisons leben in großen Herden von Dutzenden bis Hunderten von Tieren. Die Männchen trennen sich in der Regel während des größten Teils des Jahres von den Weibchen und Jungtieren und kehren nur zur Paarungszeit zurück, wenn auf den schneebedeckten Prärien kompromisslose Kämpfe beginnen. Am Ende des Sommers stürzen sich zwei erwachsene Bisonbullen ohne Vorwarnung oder Anschleichen aufeinander.
Es sind nur zwei Muskelmassen, die mit einem donnernden Aufprall, der wie ein Donnerschlag über die Erde hallt, Kopf an Kopf zusammenstoßen. Sie brüllen nicht und schreien nicht, aber jeder Schritt ist eine Erklärung. Die kurzen, festen Hörner verhaken sich wie Schlösser, die es um Leben und Tod geht. Der Kampf erfordert kein Blutvergießen. Es reicht, wenn einer der beiden fällt oder sich zurückzieht, damit die Ordnung wiederhergestellt ist. Außerhalb des Kampfkreises bewegt sich die Bisonherde langsam weiter, als wäre nichts geschehen. Aber jedes einzelne Tier weiß genau, wer Anführer werden will, muss angreifen, Widerstand leisten und eine Niederlage akzeptieren, wenn er nicht die nötige Kraft hat. Um den Bison herum. Ein ganzes majestätisches Ökosystem bewegt sich lautlos auf dem Boden. Die Präriehunde Cynomys strecken gelegentlich ihre Köpfe aus ihren Höhlen und geben kurze Pfeiftöne von sich, um sich gegenseitig zu warnen, wenn sich die Herde nähert. Sie sind die kleinen Wächter der Graslandschaft, leben in unterirdischen Gemeinschaften und tragen zur Belüftung des Bodens der weiten Ebenen. Am Waldrand. Die Silhouette des Grauwolfs Canis lupus gleitet in der Gruppe dahin. Selten greifen sie einen gesunden, erwachsenen Bison an, aber ein zurückgebliebenes Jungtier oder ein geschwächtes altes Tier wird zur perfekten Beute für ihre Geduld und tödliche Koordination. Wenn sich die Ahornblätter golden färben und ein feiner Nebel die weiten Ebenen Nordamerikas bedeckt, hallt ein Geräusch wie eine Herausforderung durch den alten Wald. Das Brüllen des Elchs, auch bekannt als Elk. Der Elch ist eines der größten Hirsche der Welt, nur übertroffen vom europäischen Elch. Erwachsene Männchen können bis zu 500 Kilogramm wiegen und fast 1,50 Meter Schulterhöhe erreichen. Sie tragen ein majestätisches, verzweigtes Geweih von bis zu 1,20 Meter Länge, das jedes Jahr erneuert wird und mit jedem Zyklus breiter, schwerer und komplexer wird. Sie leben in Herden mit Weibchen und Jungtieren, während die Männchen bis zum Herbst, wenn die Brunftzeit beginnt, allein bleiben. Dann treffen die großen Krieger mit ihren Geweihen in der von bunten Blättern gefärbten Natur aufeinander. Im Morgenlicht des Herbstes weidet eine Gruppe von Weibchen im nebligen Tal und beobachtet schweigend, wie sich zwei ausgewachsene Männchen vorsichtig nähern. Ihre großen Geweihe reflektieren das Sonnenlicht wie Kronen. Das kräftige Röhren ist ein Liebeslied, aber auch eine Kriegserklärung. Und ohne zu zögern stürzen sie sich in den Kampf,
in den stillen schneebedeckten Wäldern Nordamerikas und Nordeuropas. Der Elch Alces 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 schreitet wie ein riesiger Schatten zwischen den Bäumen. Er ist das größte Hirsch auf dem Planeten. Ein ausgewachsenes Männchen kann bis zu 2 Meter groß werden und über 600 Kilogramm wiegen. Auf seinem Kopf trägt er ein breites Geweih, das wie 2 Fächer aussieht und eine Spannweite von fast 2 Metern hat. Es wird jährlich erneuert und fällt im Winter ab. Wenn sich die europäischen Wälder im Herbst goldfarben färben, erhebt sich ein raues, langgezogenes Röhren aus dem Nebel. Es ist der Ruf des Rothirschs Cervus elaphus, der den Beginn einer intensiven Paarungszeit ankündigt. Der Rothirsch ist einer der größten Hirsche Eurasiens. Ausgewachsene Männchen wiegen zwischen 250 und 300 Kilogramm und haben verzweigte Geweihe, die wie Kronen aus Knochen emporragen. Jeden Winter verlieren sie diese und im Frühjahr wachsen sie größer, dicker und spitzer nach. Während der Brunft versammeln sich die Männchen auf Lichtungen, wo die Weibchen grasen. Ihr Röhren ist sowohl ein Paarungsruf als auch eine Reviermarkierung. Inmitten einer trockenen Blättern bedeckten Lichtung stehen sich 2 Männchen gegenüber. Ihre Geweihe stoßen heftig zusammen, ihre Hälse und Schultern spannen sich bei jedem Stoß an, um den Rivalen aus dem Kreis zu drängen. Die Blätter fliegen, der Boden wird aufgewühlt und die Energie verflüchtigt sich mit jedem Kontakt. Der Sieger behält das Weideland und patrouilliert das Gebiet wie ein Krieger, der seine Festung erobert hat. Der Verlierer zieht sich still zurück und nimmt seine Wunden und seine Demütigung mit. Auf den kargen Hängen Nordamerikas wo es nur Wind, Felsen und Abgründe gibt, erscheint der Wildschafbock Ovis canadensis wie ein Urkrieger der Natur. Ein ausgewachsenes Männchen kann bis zu 140 Kilogramm wiegen, aber sein auffälligstes Merkmal ist sein Paar spiralförmiger Hörner, die über 1 Meter lang und bis zu 14 Kilogramm wiegen können. Sie sind nicht nur Waffen, sondern auch Statussymbole. Je größer sie sind, desto älter und mächtiger ist das Tier. Wenn die Brunftzeit kommt, bilden die Männchen kleine Gruppen. Jedes trägt seinen spiralförmigen Helm auf dem Kopf und wenn der Konflikt ausbricht, gibt es keine Zeremonien oder Warnungen.
Zwei Männchen stürzen sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit aufeinander. Der Sieger nähert sich den Weibchen und paart sich frei. Während der Verlierer mit zersplitterten Hörnern das Schlachtfeld verlässt, wie ein Krieger, der seine Zeit verloren hat. Auf den steilen Klippen der Alpen, wo die Luft dünn ist und es sogar im Sommer schneien kann. Die alpine Steinbockziege Capra ibex erscheint als letzte geschmeidige Silhouette zwischen Himmel und Fels. In diesem extremen Lebensraum gibt es noch andere stille Bewohner. Der Steinadler kreist auf der Suche nach verirrten Jungtieren. Marder schlüpfen durch Spalten und der Polarfuchs lauert am Waldrand. In diesem fragilen Ökosystem ist die Bergziege eines der widerständigsten Glieder. Sie kann fast senkrechte Wände erklimmen und mit unglaublicher Präzision zwischen Felsvorsprüngen von der Größe eines Fingernagels hin und her springen. Ein ausgewachsenes Männchen kann bis zu 100 Kilogramm wiegen. Aber sein beeindruckendstes Merkmal ist sein Paar nach hinten gebogener Hörner, die über 1 Meter lang sein können und von tiefen Ringen markiert sind, die jedes Jahr ihres Lebens wie Spuren der Zeit dokumentieren. Sie leben in kleinen Gruppen, die von Weibchen angeführt werden. Während die erwachsenen Männchen getrennt leben und sich nur im Herbst während der Paarungszeit versammeln. Dann beginnen die Hornkämpfe auf den schwindelerregendsten Felsen. Zwei Männchen stehen sich auf einem schmalen Felsvorsprung gegenüber und stürzen sich mit voller Wucht aufeinander. Das Geräusch des Aufpralls ihrer Hörner hallt in der Leere wider, wie Stein auf Stein. Ein einziger Fehltritt könnte den Tod bedeuten, aber für sie lohnt es sich, alles zu riskieren, für das Recht, sich in den Höhen fortzupflanzen. Wo der Mensch nur von unten zuschauen kann. Die alpine Bergziege besteht nicht nur als Lebewesen, sondern auch als Symbol des Gleichgewichts zwischen Mut und Geschicklichkeit. Von den afrikanischen Savannen bis zu den nordamerikanischen Bergen
Von den europäischen Wäldern bis zur Kälte des Nordens sind die Hörner zu einem uralten Symbol von Kraft, Instinkt und Recht auf Fortpflanzung. In der wilden Welt, in der es keine geschriebenen Gesetze gibt, sondern nur der Instinkt und die natürliche Auslese entscheiden, sind die Hörner die Krone der Würdigsten. Obwohl sie seit Millionen von Jahren Weiden und Berge beherrschen, sind viele kriegerische Hornarten nicht mehr so sicher, wie ihr majestätisches Aussehen vermuten lässt. Der Njala, der Kaffernbüffel, der Elch, das Wildschaf und die Alpensteinbock sind größtenteils als nicht gefährdet eingestuft. Aber das bedeutet nicht, dass sie unverwundbar sind. Einige lokale Populationen sind aufgrund von Lebensraumverlust, Wilderung und Klimawandel drastisch zurückgegangen. Der Bison beispielsweise war vom Aussterben bedroht und hat sich nur dank strenger Schutz- und Wiederansiedlungsprogramme erholt. Weltweit haben Regierungen und Naturschutzorganisationen Maßnahmen ergriffen, wie die Einrichtung von Reservaten und Nationalparks, das Verbot der illegalen Jagd und die Bekämpfung von Krankheiten. Die Überwachung der Populationen mit Satelliten und GPS-Halsbändern sowie die Aufklärung der Bevölkerung über Ökologie und die Bedeutung der Artenvielfalt ergriffen. Vor allem aber ist die wichtigste Lektion nicht nur die Geschichte der Hörner, sondern die Geschichte des Lebens selbst, das auf die Probe gestellt wird. Wir Menschen sind keine Zuschauer. Jede Handlung, jede Politik, jedes Bewusstsein kann dazu beitragen, dass diese biologischen Kronen nicht still und leise verschwinden. Erhaltung bedeutet nicht nur, eine Art zu retten, sondern einen Teil der wilden Essenz unserer eigenen Menschlichkeit zu bewahren.